Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video für meinen Kanal. Ich bin heute auf der Aquafish und wollte euch eigentlich ein sehr geiles Messevideo hier drehen. Nur leider, ja, ist alles anders gekommen, als wir gedacht haben. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Ich habe erstmal entschlossen, 2 Tage lang die Messe sacken zu lassen und um euch jetzt hier mal, ja, meine persönliche Meinung zu der Messe mitzuteilen in Form eines Voice-Overs und ein paar Bildern, die wir natürlich eingefangen haben auf der Messe. Ja, wir fangen einfach mal ganz von vorne an. Ich war dieses Jahr das allererste Mal auf der Aquafish. Vor 3 Jahren war ich zwar auch schon mal hier in Friedrichshafen. Da wurde aber pandemiebedingt die Messe, glaube ich, 30 Minuten vor Eröffnung abgesagt und die Aussteller, die bis dahin schon aufgebaut haben und natürlich auch jede Menge Geld in ihren Messestand investiert haben, waren gezwungen, alles wieder abzubauen und nach Hause zu fahren. Das war natürlich ein sehr herber Schlag für die Firmen. Das hat die Firmen natürlich schwer getroffen und auch sehr verärgert, sodass mir zu Ohren gekommen ist, dass viele Firmen dieses Jahr auf eine Teilnahme verzichtet haben. Sehr zum Leidwesen der erwartungsvollen Besucher dieses Jahr und ja, einschließlich uns. Ich bin zusammen mit meinem Kameramann Chris über 500 Kilometer angereist und habe mir ein komplettes Wochenende für die Messe eingeplant, weil ich voller Erwartung war, mal mir diese Messe anzuschauen, weil ich halt von den vorherigen Malen schon gesagt bekommen habe, dass die richtig was drauf haben soll. Ja, aber als wir da ankamen, ja, ihr seht selbst, haben wir erstmal die zweite Halle gesucht. Also wir haben die eine Halle gefunden und ja, ich habe mich über die ziemlich vielen Lücken gewundert und über die an einer Hand abzählbaren Firmen, die da vertreten waren. Als ich dann realisiert habe, dass das der ganze Bereich der Aquaristik ist, hielt sich meine Begeisterung wirklich in Grenzen. Und nicht nur meine, das war auch die Meinung so ziemlich aller Zuschauer, die ich dort getroffen habe und auch sehr, sehr vielen Ausstellern. Aber an der Stelle erstmal etwas Positives, und zwar vielen, vielen Dank an alle Zuschauer, die ich auf der Messe persönlich treffen konnte, mit denen ich einen kurzen Smalltalk halten konnte. Das waren wirklich wieder sehr schöne Momente. Und natürlich auch an die Aussteller, die den Mut hatten, trotzdem an der Messe teilzunehmen. Aber zurück zur Messe. Die Halle war, wie ihr seht, nicht voll ausgebucht und es gab einige Lücken, die da mit Wurstständen, Süßigkeiten, Ständen notdürftig ausgeschmückt wurden. Also war die Aquaristikhalle meiner Meinung nach ein Reinfall aufgrund der mageren Ausstellerzahlen. Die Firmen, die allerdings vor Ort waren, haben meinen vollsten Respekt verdient, weil sie bewiesen haben, dass man durch solche Umstände, wie sie sich bei der letzten Messe leider zugetragen haben, nicht unterkriegen lassen soll und trotzdem durchziehen soll und damit unser Hobby weiter voranbringen soll. Somit hat die Messe für alle anwesenden Händler natürlich auch einen großen Vorteil, dass sich die Besucher auf die wenigen Firmen, die anwesend waren, gestützt haben und deshalb echt gute Umsätze fahren konnten. 75% der Halle waren leider mit Fischbörse und Beta-Auktionen belegt, zu denen ich mich nicht weiter äußern möchte, ob das auf einer Messe notwendig ist oder nicht. Generell war die Besucherzahl meiner Meinung nach sehr hoch auf der Messe. Laut offizieller Auskunft der Messe waren es 18.200 Besucher an dem Wochenende. Leider mit höheren Erwartungen als das, was halt geboten wurde. Die Halle 2 haben wir schließlich auch gefunden. Das seht ihr jetzt hier. Ja, was soll ich sagen? Also Potenzial hat die Aquafish auf jeden Fall. Und wenn man sich die Angelhalle anschaut, die haben alles richtig gemacht. Da war richtig was geboten. Die Besucher sind voll auf ihre Kosten gekommen. Da ist Programm gelaufen, alles Mögliche. Da war volle Stände, volle Hallen. Also wie gesagt, Props an die Angeljungs. Ihr habt es echt richtig gemacht. So hätte ich mir das auch in der Aquaristikhalle gewünscht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Zusammengefasst würde ich mir wünschen für das kommende Jahr, dass sich mehr Firmen wieder dazu entschließen und den Mut dazu haben, solche Veranstaltungen, in denen es schließlich um die Zukunft unseres Hobbys geht, zu supporten und anwesend zu sein. Sonst haben wir nämlich in Zukunft gar keine Treffpunkte mehr, weil es sich entweder für die Veranstalter nicht lohnt oder die Besucher wegbleiben, da sie negative Erfahrungen gemacht haben. Ich habe trotzdem einige der Firmen besucht, die dort waren und habe mir deren Neuheiten und deren Stände zeigen lassen und natürlich auch ein paar Impressionen für euch eingefangen. Das seht ihr jetzt im Anschluss und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, was ich aus dem Video gemacht habe.
In diesem Sinne, viel Spaß damit. Hier gerade noch ein paar Leute getroffen, direkt hier, Holy, ja, ihr wisst Bescheid. So, natürlich haben wir auch ein paar Stände besucht und wollten natürlich auch ein paar Neuheiten euch präsentieren. Jetzt sind wir gerade bei Daytime. Hallo, der Dirk ist hier. Hi, hi. Ich drücke mal Mikrofon hier an, da ist auch Ton. Okay. Ja, zur Messe habe ich ja schon ein bisschen was gesagt. Ich glaube, du bist derselben Meinung. Ist alles verbesserungsbedürftig. Aber ja, was gibt es denn bei euch hier Neues auf dem Stand? Ja, die ersten Messetage haben wir hinter uns gebracht, erfolgreich. Und ich zeige dir jetzt mal kurz, was sich getan hat, was wir hier alles so zeigen. Also hier haben wir unser wahrscheinlich bekanntes Matrix-Sortiment, genau, ja. Und haben jetzt hier die neue Pro LED-Serie, die ja ungefähr vor einem Jahr jetzt abgedatet wurde. Also alle LEDs sind auf diese neue Sunlight LED-Technik umgerüstet. Neue Verpackung habt ihr auch, ne? Ja, damit man die natürlich zu den älteren Klassikmodulen klar trennen kann, haben wir eine neue Verpackung. Und das Interessante ist, Thema Nummer 1 ist ja Energie einsparen. Die sind leistungsoptimiert, haben im Vergleich zu den Klassikmodulen 25% Energieeinsparung. Okay. Ja, und bei selber Lichtleistung, also die werden nicht dunkler, sondern die Lichtleistung ist gleich. Okay. Und so kann also jeder, der das Ganze nutzt, richtig Energie sparen und sein Aquarium kostengünstig betreiben. Genau. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Ja. Lichtfarben sind wir in etwa identisch, hat sich ein bisschen was geändert, aber es sind 4 Lichtfarben im Süßwasserbereich und 2 Lichtfarben im Meerwasserbereich. Ja. Cool. Ja, dann geht es weiter mit unserer Onyx LED-Serie, die wir jetzt neu auch für Meerwasseraquarien anbieten. Okay. Also da haben wir 2 Varianten, eine in Marine White, die also dann zur Hälfte weiß und zur Hälfte blaue LEDs hat. Und eine in Marine Blue, die also komplett in dem blauen Spektrum für die Korallen ausgelegt ist. Auch in den Längen von ganz klein, Onyx 20 bis, hier, ne? Die sind ja wunderschön für so kleine Nano-Aquarien gut zu verwenden. Na, und mit verschiedenen Befestigungslösungen als Aufsatzlösung. Ja, die kennt man schon mit den Acrylhaltern, mit den Stiften. Genau. Ja. Also standardmäßig gut, der Universaladapter dabei und alles andere kann dann optional befestigt werden. Ja. Ja. Und ja, nicht nur in ganz klein, sondern das zeichnet uns ja aus, dass wir Leuchten für größere Aquarien haben. Also die Onyx gibt es bis zur Onyx 200. Die eine Gehäuselänge von knapp 2 Meter hat, also kannst du da dann große Aquarien auch schön ausleuchten. Also dazu sagen, das sind welche, die biegen sich nicht durch. Ne, ja, genau, ja, genau. Ja, hier haben wir mit unserem Messepartner Firma Zoridle aus Konstanz ein Schauaquarium angestellt mit unserem Matrix LED-System, mit diesen
neuen Pro-Modulen. Da haben wir hier einen schönen Wechsel von Neutralweiß und die Color-Module. Ich glaube, wenn der Chris mal kurz hier reinfilmt, wenn du hier oben drauf filmst, siehst du genau, da siehst du die Spiegelung, da kannst Spiegelung. du also die Module schön erkennen. Und diese neuen Color-Module, ein 3-Kanal-Modul, du kannst also die Farben weiß, blau, rot getrennt ansteuern und hast auch zusätzlich noch 2 grüne mit bei. Insofern kommen wir den Trend nahe mit dem ganzen WRGB und haben also die Farben alle abgedeckt. Die Farbwiedergabe ist auch echt schön, also man sieht es wirklich hier, gerade da, wo die drunter sitzt. Ja. Ja. Ich hoffe, es kommt auf der Kamera so rüber. Sehr cool. Schaut klasse aus, ja. Und jetzt, wenn du mal hier drauf filmst weiterhin, wir haben ja hier auch unser aufs Aquarium, ja, genau, unser Backlight installiert. Ich mache das einmal aus. Es ist immer schön zu sehen, wie sich so ein Aquarium vom Look verändert. Ja. Das ist also dimmbar von der Helligkeit und kann dann optimal an die Hauptbeleuchtung vom Aquarium angepasst werden. Und der Clou von dem Backlight, wir haben das also passend für alle Aquariengrößen, auch in dem Standardbereich für Juwel- und Ehrheim-Aquarien. Ja. Und den passenden Halter mit bei. Also das ganze Teil hast du normal innerhalb von ein paar Minuten werkzeuglos montiert. Ich habe es jetzt zu Hause in meinem 90p, ich bin immer noch nicht dazu gekommen, das Video zu drehen. Aber wir schaffen es noch. Sorry nochmal. Ja, ich weiß, ich bin viel unterwegs gewesen, deswegen. Ja, alles gut. Aber echt Top-Ding, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Auch mit diesem Stelltafel. Der Teleskopständer, ja. Ey, genau. Super, ja. Also kannst du von Becken zu Becken machen, wenn du eine Galerie oder was hast und nur ein Backlight hast oder was, kannst du es von Becken zu Becken. Wir haben jetzt tatsächlich ja auch festgestellt, ich meine, natürlich ist das Backlight das Hauptding, ja, aber für jeden Kunden ist auch wichtig, wie kann ich das am Aquarium befestigen. Ja? Und dann der eine will es geklebt, der eine will es gehängt, der andere will es komplett mit dem Teleskoparm. Ja? Und den kompletten Bereich decken wir eigentlich ab. Also so hat jeder das, was er eigentlich braucht und kann das ideal umsetzen. Ja? Und wenn du hier mal mit rumzoomst mit der Kamera, siehst du also auch so die verschiedenen Größen. Wir haben die jetzt auch unterschiedlich von der Helligkeit eingestellt, damit man also sieht, wie das aussehen kann. Und als Beispiel hier so ein typisches Juwel-Aquarium. Ja. Und da haben wir so ganz spezielle Kunststoffklammern, die von hinten in die Kiesblende eingesteckt werden. Ja? Und dann kannst du das Backlight einfach von oben überheben, das rastet dann ein und oben am Rand, ja, und ist dann 2 Minuten kannst du das alleine befestigen, alles ist gut. Ja. Das ist natürlich cool, ja. So kannst du dem Aquarium natürlich einen komplett neuen Look verpassen, ja. Und cool ist auch, wir machen Sonderanfertigungen bis 3 Meter in der Länge. Also auch wenn jemand ein Maß hat, das besonders ist, können wir jederzeit reagieren und das kurzfristig bei uns im Betrieb fertigen. Das ist cool. Da könnt ihr euch, wenn ihr ein spezielles Maß braucht, mal einen Daytime wenden auf jeden Fall. Genau. Ja. Dann hast du mir vorhin am Vorbeilaufen gesagt, ich soll mal dahin filmen, da ist irgendwas Neues. Ja, genau. Es ist so, das ist hier ein Prototyp und wir haben natürlich jetzt schon immer viele Anfragen gehabt. Ihr habt so tolles Licht, ja. Wie kann man das denn auch mal integrieren für so eine Nanobeleuchtung? Und unser Chef ist da immer recht fix und hat da was umgesetzt mit dem Namen Cobra. Und das ist im Endeffekt ähnlich einem Matrix-Modul, das hier eingebaut ist. Ist also von der Leistung her auch 7,5 Watt mit 1600 Lumen. Hat einen Flexarm, der verstellbar ist. Das heißt, du kannst das Ding anpassen an dein Aquarium, je nachdem wie die Form ist. Schönes Aluminiumgehäuse, eine klasse Wärmeableitung. Ja, also da müsst ihr wirklich eine lange Lebensdauer deiner LEDs garantieren kannst. Und vor allen Dingen auch eine stabile Befestigung, also nicht so ein Plastikbomber, sondern es ist echt aus Aluminium und fix, kannst du bis 5 mm Glasstärke verwenden. Und das ist cool. Lieferbar wird das Ganze sein dann in 3 Lichtfarben und zwar einmal in dem Neutralweiß, in dem kühlen Ultraweiß und auch in Color mit den mehrfarbigen LEDs, die wir jetzt gerade eben angesprochen haben. Cool, ja. Ja, und da wollten wir die Resonanz ein wenig testen und ist also durchwegs positiv ausgefallen, ja, weil jeder sagt, gut, da kommt endlich mal richtig Licht raus aus so einem kleinen Teil, und schaut auch, wie wir finden, recht stylisch aus. Ja, vor allem ist halt auch durch den Flexarm. Genau. Ist vollkommen flexibel, ja. Und also wir gehen davon aus, dass das dann im Sommer auf den Markt kommen wird. Okay. Und den Namen Cobra kann man sich einprägen. Ja. Ja, schön zu sehen und passt gut auf diese kleinen Aquarien drauf. Und vor allem auch schön zu sehen, dass es auch Neuheiten jetzt hier auf der Messe gibt. Ja, ich meine, für uns ist es natürlich echt immer wichtig, wir produzieren ja nur in Anführungszeichen LEDs, ja, und da ist natürlich wichtig, dass es auch immer weitergeht. Ja. Und die neuen Trends, sei es Technologien vom Licht selber, oder auch neue Leuchten, eben präsentieren und das haben wir eben hier mit der Cobra ganz gut. Ja. Passt auch bei uns gut ins Sortiment, weil in der Richtung haben wir jetzt halt eigentlich noch nichts. Ja.
Und gerade dieses ganze Nano-Garnelen ist also doch ein Riesenthema, weil man sieht, wie viele Dennerless Caper-Stacks unterwegs sind. Ja, das ist immer Wahnsinn. Ja, coole Sache. Gut, ja, soweit so durch, gut. Ne? Ja, genau. Schön, dass ihr da wart. Ja, und vielen Dank. Ich denke, wir sehen uns bestimmt auf einer der nächsten Messen wieder. Auf jeden Fall. Also, Alles klar, ciao. dann mach's gut. Ebenso. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, wir sind jetzt bei Juwel auf dem Stand und ich würde sagen, ja, stellt schon mal vor, was habt ihr Neues hier am Start? Moin erstmal. Bei Juwel am Stand. Mein Name ist Damir Butina. Ich bin mittlerweile schon knapp 16 Jahre im Unternehmen, im Vertrieb tätig. Und ich zeige euch mal, was wir hier an Neuheiten auf der Messe haben. Zum ersten Mal zeigen wir jetzt unser neues Dekor auf einer Endverbrauchermesse. Wir haben es auf der Interzoo ja schon einmal gezeigt, aber jetzt haben wir es wirklich auf der ersten Endverbrauchermesse in Deutschland ausgestellt. Eine weitere Neuheit ist unser Digitalthermometer. Hier haben wir es nochmal am Aquarium verbaut. Genau, es wird hinten am Aquarium festgeklippt und der Fühler geht ins Wasser, sodass wirklich die ganze Technik außerhalb des Beckens ist. Ja, dann habt ihr eure Smartcam, ne? Genau. Da habt ihr schon mal eine Reaction drauf gemacht? Ja, genau, eine Smartcam haben wir jetzt, eine Unterwasserkamera. Ist auch jetzt das erste Mal, dass wir wirklich mit einer App auf den Markt gekommen sind. Vorher auch mit der Helialux haben wir alles über den Browser gesteuert. Auch da wird es in Zukunft eine Änderung geben, eine Anpassung geben. Das bedeutet, wenn man die Kamera installiert und nicht zu Hause ist, kann man, egal wo man sich befindet, trotzdem gucken, was die Fische im Becken zu Hause treiben. Wie ist die Auflösung? Full HD? Nee, oder die nur ist, HD? genau, die ist nur in HD, genau. Okay. Ist eine HD-Auflösung. Kommt da nochmal ein Upgrade in 4K oder so? Wir überlegen, ob wir die Kamera nochmal anfassen müssen. Das wird sich jetzt in Zukunft Also ich sage mal ja, zeigen. ich habe bei der Reaction Feedback bekommen, dass die Auflösung halt nicht so geil ist. Ja. Klar, es reicht für jemanden, wenn du es einfach mal überwachen willst, das reicht vollkommen Genau, aus. genau. Aber ich glaube, die Leute wollen damit eher, keine Ahnung, entweder einen YouTube-Stream machen oder sonst irgendwas. Ja? Kommt einem so vor. Und es ist generell ist das so, man ist daran gewöhnt, dass man eine kleine Überwachungskamera für 50, 60, 70 Euro kaufen kann. Ja. Die kann aber nicht unter Wasser funktionieren. Natürlich hier mit den ganzen technischen Ansprüchen, damit das wirklich auch unter Wasser funktionieren kann, liegen natürlich bei einer Unterwasserkamera auf einem viel höheren Niveau. Ja. Genau. Und auch relativ neu, nicht ganz, aber doch recht unbekannt, ist der Filtergrid. Und zwar haben wir mittlerweile eine Lösung gefunden, um Garnelen und kleine Babyfische nicht mehr die Möglichkeit zu geben, sich im Filter zu verstecken und den Lebenszyklus im Filter, wo man ihn nicht sieht, abzuleben anstatt im Becken. Ja. Das ist cool, ja. Das hätte ich mir damals gewünscht, als ich hatte mein erstes Aquarium, wo ich wieder angefangen habe, war ein Juwel-Aquarium. Da hatte ich auch Garnelen drin, da hatte ich ständig das Problem. Aber das ist cool, dass es jetzt sowas gibt. Geile Sache. Wurde Zeit. Ja. So. Ja, ansonsten echt auch schöne Showback habt ihr hier. Dankeschön. Was ist dein Fazit zur Messe? Ehrliches Fazit? Ehrliches Fazit, ich freue mich, dass die Messe wieder stattfindet. Ja, nach der langen Periode und nach der langen Ruhepause freut man sich, dass man irgendwo wieder auf Endverbrauchermessen auch unterwegs sein kann. Es ist etwas kleiner, als wir es gewohnt sind hier in Friedrichshafen, aber es ist auf jeden Fall ein Anfang und wir wollen mal gucken, was dann in den nächsten Jahren dann wieder weiter passiert. Also muss auf jeden Fall was passieren nächstes Jahr. Genau. Gut, auf jeden Fall ein super Job und vielen Dank. Gerne, gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Muss ich drehen, dass ich den ganzen Stand gewinne? Was ist denn Portemonnaie? Komm, wir probieren es mal. Ja, wir haben 30 Ball, ne? Ja, okay. Er hat nicht geguckt, ich mach's nochmal. 15% bleiben. Das geht nicht richtig, das Ding. Gut, dann sind wir jetzt bei Aka auf dem Stand. Das ist der Dennis, servus. Hallo. Ich drück dir mal ein Hi. Mikrofon in die Hand, dann kannst du auch was sagen. Hallo? Ja, was habt ihr denn hier so schönes Neues bei euch auf dem Stand oder was habt ihr generell hier auf dem Stand? Ja, hallo und herzlich willkommen bei uns am Stand. Wir haben einmal quasi das komplette Sortiment mitgebracht, wie ihr sehen könnt. Wir haben relativ neu mit dabei tatsächlich unser Teichsortiment jetzt auch. Wir haben letztendlich wirklich die gut laufenden Produkte im Meer- und Süßwasser haben wir auch auf Teichsortiment gespiegelt. Die Klassiker, die jeder von euch Zuschauern wahrscheinlich schon kennt. Klassiker Night Out, Special Blend Therapie haben wir auch auf Teich adaptiert, ne, sodass wir da jetzt auch die komplette Bandbreite abdecken können. Verschiedene Kurze Zwischenfrage, Filtermaterialien. ist da jetzt ein großer Unterschied zwischen den Aquarien und Teichsachen oder ist es dasselbe? Nein, du hast natürlich schon eine kleine Veränderung, also die Produkte sind nicht 1:1 gleich. Okay. Ne, du hast da gewisse Rezepturen sind anders. Ich Sag frage mich mal jetzt so. nur, weil einige denken sich wahrscheinlich, oh,
hole ich mir nicht die kleine 250 Milliliter, sondern hole ich mir gleich die 5 Liter oder 10 Liter, ja, und kipp das in mein Aquarium und habe da vielleicht ein bisschen was gespart. Also so ist es nicht. Nein, so ist es nicht. Okay. Und man muss auch dazu sagen, du bekommst auch alle unsere Sachen, also die gängigen Sachen, Special Blend Nightout, bekommst du auch für die Aquaristik in Großgebinden, also okay. in Kanistern. Gut. Die haben jetzt natürlich nur auf der Messe nicht, irgendwo hört der Platz halt auch auf. Ja, klar. Ne, und für Teich sind halt die Großgebinde deutlich interessanter. Ansonsten haben wir die komplette Süßwasser-Range mit dabei, wirklich die komplette Düngeserie, jetzt auch mit dem NPK-Dünger, die einzelnen Elemente, unser Bio-CO2, was man kennt. Ja. Ne, und die magentafarbene Serie ist dann halt die Meerwasser-Serie, die man kennt. Und blaues für beides. Das sind so die Basics, ne, grundsätzlich. Ja. Und das haben wir dabei. Dann das noch Hardscape habt ihr noch dabei, genau, sehe ich gerade. Hardscape haben wir dabei. Ich habe gesehen, wir sind dieses Jahr auch, soweit ich weiß, die einzigen, die Hardscape dabei haben. Und das wird auch wirklich dann dementsprechend sehr gut angenommen. Ist ja auch immer schöner, wenn man selber hier vor Ort zusammenbauen kann, als wenn man sich fertige Kisten online bestellt. Ja, klar. Ja, und wurde wirklich schon sehr gut angenommen hier. Die guten Drachensteine und die Mini-Landschaften. Auch der Kilopreis ist echt akzeptabel. Der ist okay, das ist schön. Ja, wir hatten auch gestern schon wirklich Kunden, die haben große Mengen mitgenommen. Und dafür haben wir unser Transportwagen dann zum Auto. Ah, okay. Ja, genau. Cool. Das war ganz cool. Ja, dann habe ich auch gesehen, habt ihr hier eure pH und Leitwertmessgerät. Nochmal vielen Dank auf jeden Fall an euch, dass ihr mir die zur Verfügung gestellt habt für die Taiwan-Tour. Hat uns sehr geholfen, die Wasserwerte da mal zu prüfen. Genau. Du hast gerade gesagt, die häufigste Frage, was dazu kommt, wie die Dinger kalibriert werden. Genau. Ich habe es gar nicht kalibriert vorher, die sind vorkalibriert. Das können wir schon mal dazu sagen. Richtig. Vielleicht kannst du jetzt mal gerade ein Feedback geben zu den Fragen von den Kunden. Ja, die häufigste Frage von den Kunden ist tatsächlich immer, wie kalibriere ich das Ding? Ne? Weil man kennt es halt, klassisch bei unserem TDS-Meter ist eine Kalibrierflüssigkeit mit dabei. Hier ist es so, hier sind 3 verschiedene Kalibriertütchen drin. Ja. Guckt man vorher, welcher pH-Wert dem eigenen Wasser am nächsten kommt und dann kalibrierst du es mit der Tüte. Das sind 250 ml Osmosewasser. Du rührst das Pulver ein, steckst das Gerät rein, kalibrierst einmal über die Taste und fertig. Okay, ja, und also dann hast du total wirklich easy. Ruhe. Ja, und das wirklich zum fairen Preis, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist sehr einfach. Und wie gesagt, ich war auch sehr begeistert von dem Ding. Hat uns sehr, sehr geholfen. Das ist halt sehr genau, das Gerät, muss man auch sagen. Ja, cool. Und sonst, wie ist dein Fazit zur Messe? Also, ich habe ja... Also das Fazit zur Messe ist, es ist grundsätzlich relativ ruhig insgesamt. Der Samstag war erwartungsgemäß deutlich stärker, der Freitag war sehr ruhig und was heute noch passiert, muss man erwarten. Also muss man einfach gucken, was da kommt. Ne? Und sieht ja schon relativ voll aus jetzt. Jetzt wird es langsam voll, die Leute haben alle gefrühstückt zu Hause. Jetzt kommen wir, ne? Und jetzt haben wir 10:30 morgens oder was haben wir, ne? Ja, 10:30 gleich. Und schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Ja, ne? Also auf jeden Fall für die kommenden Jahre muss da schon ein bisschen mehr passieren, finde ich jetzt. Das müssen wir, genau. Ja. Das haben sich halt viele, die sonst immer da waren, viele größere Marken sind einfach dieses Jahr nicht da. Ja, schade. Und das merkt man natürlich auch. Ja, und ich meine, gut für euch ist es. Ihr habt jetzt natürlich dadurch, ja. Für uns ist es klar, für uns ist es gut. Aber man muss das ja mal im Gesamtkontext sehen. Ne? Wenn du andere große Marken noch da hast, generierst du natürlich auch mehr Zuschauer oder mehr Besucher. Ja. Deswegen haben alle was davon. Ja. Gut. Ja, dann trotzdem vielen Dank. Gerne. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ne? Auf jeden Fall. Danke. Mach's gut. Test. So, wir sind bei der Korallenzucht Karlsruhe. Hallo? Gib dir mal ein Mikro, dann hast du auch Ton. Jawohl. Und was geht bei euch hier? Ja, ziemlich, ich sage jetzt mal, wir haben uns ein bisschen mehr erwartet, sage ich jetzt. Aber ihr habt es ja ganz gut, ihr habt das Kinderkino direkt hier nebenan, ihr habt Unterhaltung gehabt, ne? Das haben wir gehabt, Fernsehen haben wir gucken können. Ja. Oder Filme. Wenigstens etwas, ne? Nee, aber es sind halt auch viel oder wenig Aussteller da, sage ich jetzt mal. Und von daher ist es ein bisschen schmächtig. Aber jetzt wollen wir mal gut hoffen. Wir haben die erste Messe wieder nach Corona. Muss mal aussehen, bis sich das wieder alles schön einläuft. Denke ich schon, dass wir da auf nächstes Jahr wieder besser aufgestellt sind hier auf der Messe. Da muss auf jeden Fall was passieren, ja. Ja, definitiv. Ja. Und sonst euer Stand? Unser Stand ist okay. Wir haben ein bisschen leicht trübes Wasser. Okay. Ansonsten alles in Ordnung. Ja, wie gesagt, von der Besucherzahl wäre ein bisschen schöner, wenn ein bisschen mehr da wäre. Ja. Aber gut, jetzt gucken wir mal auf nächstes Jahr, gell? Ja. Würde ich sagen. Bin mal gespannt. Ja, danke dir für das kurze Interview. Kein Problem, gerne. Und schaut mal bei dem auf dem Kanal vorbei hier. Jawohl, Instagram, Facebook und ihr kennt uns ja, gell? Genau. Ciao. So, wir haben jetzt hier auf dem Dennerstand bei den Volker getroffen. Hi. Servus, ich gebe dir mal ein Mikrofon, damit du Ton hast. Dankeschön. Die haben 2 neue Produkte bei euch am Start. Jawohl, also wir haben jetzt zur Aquafish 2 neue Produkte am Markt. Und zwar einmal einen speziellen Wasseraufbereiter für Kampffische. Ich gebe dir den mal, kannst du mal in die Kamera halten? Ja.
Das ist ein Wasseraufbereiter, der hat nochmal einen Finnkomplex, also für die Fische, also für die Flossen der Fische nochmal ein bisschen ein Booster. Weil gerade bei Kampffischen ist es ja mit den langen Flossen ist das ja, ist problematisch, ja. Genau. Und dann haben wir nochmal ein anderes Produkt, das ist ein Beta Care. Das können wir ins Aquarium dazugeben. Da sind alle Vitamine, Mineralstoffe und Sachen drin, damit der Fisch sich extrem wohlfühlt und gesund und lange lebt bei euch im Aquarium. Okay. Ja, coole Sache. Ja. Die gibt es jetzt schon bei euch im Handel? Die sind jetzt ab Montag im Handel erhältlich. Okay, ja, coole Sache. Ja. Vielen Dank. Sonst noch was Neues bei euch? Außer, dass ihr jetzt komplett eigentlich die Farbe umgestellt habt auf schwarz? Ja, auf Kobaltblau. Oder Kobaltblau, ja. Ja, es wird jetzt alles sukzessiv umgeändert. Ja, sonst Neues. Nee, wir arbeiten an vielen neuen Sachen, Ja? aber darüber kann ich noch nicht so viel sagen. Okay, dann werden wir wahrscheinlich noch in der nächsten Messe mehr erfahren. Ja, genau. Ja, cool. Vielen Dank für deine Zeit und Bitte gerne. ja, wir schauen mal weiter. Ja. Mach's gut, Volker. Ja. Bis dann. So, wir sind jetzt bei Osmo Unity und ich würde sagen, ich drücke den beiden mal ein Mikrofon in die Hand. Was gibt's denn hier bei euch Schönes? Osmoseanlagen, Ultrafiltration. Osmose halt klar für die Seewasser-Aquarianer und Ultrafiltration ist eine Sache, die mittlerweile sehr schwer im Kommen ist, wo die Wasserwerte zwar schon stimmt, von Gesamthärte, Carbonathärte und pH-Wert, aber die Giftstoffe gefiltert werden können. Okay. Bei der Ultrafiltration entsteht kein Abwasser, Also gar kein Abwasser. gar kein Abwasser. Okay, das ist interessant. Ja. Und die Osmoseanlagen, die ich hier anbiete, haben ein Abwasserverhältnis 1 zu 0,8. Das ist sehr effizient, würde ich sagen, ja? Ja, das war das Ziel gewesen. Coole Sache. Was machst du hier, Moritz? Ja, ich bin ja normalerweise Moritz von Aquagrow. Ich bin jetzt hier auf der Messe selber nicht mit dem Stand vertreten. Deswegen hat Thomas mich gefragt, ob ich ihn halt einfach unterstütze, mit auf der Messe helfe, verkaufen und aufbauen, abbauen. Ja, und deswegen habe ich gesagt, klar, man hat ja am Wochenende nichts zu tun. Ja, sehr coole Sache. Ja, zeigt uns mal so eine Osmoseanlage, wie die so funktioniert. Okay, wenn wir jetzt hier mal zu der Osmoseanlage gehen, ich glaube, da müsste man mit der Kamera hier rumkommen. Oder ich drehe es einfach mal rum. Ja, wie ganz regulär kommt das Wasser in den großen Vorfiltern an, geht dann verteilt auf 3 Membrane, ganz bewusst, dass wir einfach den Leistungsdruck stabil halten können, dass wir auf eine kleine Auflagefläche kommen und so effizienter filtern können. Okay. Der Vorteil ist, wenn man es jetzt mal schräg sieht, ich habe hier eine Stellschraube, wo jeder Kunde zu Hause selbstständig das Abwasser regulieren kann. Das ist halt deswegen wichtig, weil jeder hat einen unterschiedlichen Druck oder Härtegrad oder Wasserbeschaffenheit und kann so halt das Abwasser einstellen. Ja, leider sind auch viele auf die Idee gekommen, dann mache ich das bei meiner alten Anlage auch. Klingt interessant, funktioniert nur leider nicht, weil ich halt mit einer anderen Membrantechnik arbeite, die wesentlich höher belastbar ist. Ah, okay. Was vielleicht noch sehr interessant ist, ist die neue Anlage, die im Sommer kommen wird. Gib mal einen Moment. Also das wird die neue Anlage werden Richtung Sommer. Ich habe letzten Sommer die Steuerbox entwickelt, das heißt die ganze Wasserführung und Stromführung und die Magnetschalter, Schalter, alles was die Anlage so braucht, ist komplett in einer Box. Okay. Wird dann angesteuert über eine Hochleistungsboosterpumpe, die ich mit 12 Stunden Dauerbelastung betreiben kann. Arbeite dann mit einer Membrantechnik, die noch relativ neu ist. Die wird so in dieser Richtung sein. Das heißt, das Wasser wird nicht mehr von oben aufgedrückt, sondern wirklich auf der ganzen Fläche. Ah, okay. So. Wie die Box eigentlich entstanden ist, kam eigentlich dadurch, dass meine Osmoseanlagen rein alle ohne Boosterpumpe arbeiten, aber es dann schon mal vorkam, gerade so Holland, Belgien, die wenig Druck haben, dass die im Prinzip ihre Anlage nachrüsten können, aber selbstständig. Das heißt, ich muss mich nicht mit Wasserdruck und Elektronik auskennen, sondern ich habe meine Anschlüsse und kann dann variabel mit den Steuergeräten. Also die Box misst sozusagen den Druck von der Leitung und gleicht den dann aus und erhöht den dann über die Pumpe oder wie? Es geht darum, dass die Pumpe muss ja wissen, ist Wasser da, ist kein Wasser da. Und die muss auch erkennen, wenn hinten irgendwas sperrt, wie zum Beispiel ein Wasserhahn, dass die Pumpe ausschalten soll. Das muss ja gesteuert sein. Und das ist halt alles in einer Box. Die normalen Osmoseanlagen haben das alles komplett verteilt, die Elektronik. Und für den Laien ist es wirklich schwer anzuschließen. Okay. Und so ist wirklich die Box, die auch im Sommer rauskommen wird, dass sich wirklich der Laie wirklich eine Anlage mit einer Druckerhöhungspumpe eigentlich schon fast selber bauen kann. Okay. Ja, das ist das, was jetzt im Sommer kommen wird. Ich nehme meine Anlagen grundsätzlich immer mit auf die Messe, dass ich mit den Kunden ins Gespräch komme, schauen, was können wir verändern, was wollt ihr noch haben, was benötigt ihr noch. Und vor allen Dingen, was jetzt dieses Wochenende auf der Messe ist, es geht um die Namensgebung. Das läuft gerade auf Instagram und da schauen wir, welchen Namen diese Anlage bekommt.
Ich glaube, das Messevideo kommt wahrscheinlich nächste Woche, eine Woche später. Ist das dann auch aktiv, oder? Ja, wir lassen es auf jeden Fall noch eine Woche laufen, weil es ist wirklich wichtig, was für Namen sie bekommt und da soll wirklich jeder Kunde die Möglichkeit haben. Dann schaut mal in die Videobeschreibung, da ist die Instagram-Adresse verlinkt, da könnt ihr mitentscheiden. Okay, danke schön. Ja, cool, dann vielen Dank für das kurze Interview und viel Spaß gerne. auch auf der Messe. Ja, Oder danke noch schön. ganz kurze Frage, wie findest du die Messe? Ich bin jetzt zum ersten Mal hier, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir mehr erwartet. Ja, habe ich auch. Ich bin aber auch zum ersten Mal auf der Messe, aber der Moritz war ja vor 2 Jahren gewesen. Und für mich war es aber auch ganz wichtig, dass ich mehr Kontakte knüpfe, gerade Richtung Schweiz, Österreich, Italien, Frankreich. Dafür ist ja perfekt, Da ja. ist die Messe wirklich perfekt. Aber ich habe, wenn ich ganz ehrlich bin, auch mehr erwartet. Ja. Also mehr Stände, mehr Anbieter, aber ich Aber kann vom mich nicht Publikum her ist es okay, ne? Ja, mittlerweile schon. Gestern war es nicht ganz so viel, aber heute ist wirklich sehr angenehm und ich denke mal, das wird noch kommen. Ja. Wir schauen Okay. auch mal weiter. Alles Alles klar, klar, danke. vielen Dank Ja. und eine schöne Messe noch, ne? Schön, tschüss. Ciao. Jetzt bei Jüst auf dem Stand. Jawohl. Servus, was hast du denn hier Schönes bei dir? Hi. Ja, erstmal kurz zu uns. Wir sind hier das erste Mal auf der Messe. Wollten eigentlich vor 2 Jahren das erste Mal hier schauen, wie sich die Produkte verkaufen lassen. Aber da mussten wir halt 20 Minuten vor der Messe wieder umdrehen, weil es abgesagt worden ist. Ging mir ganz genauso. Ich saß im Hotelfest dann für das Wochenende, ja. Ja, ich hatte noch einen Oliver Knott noch dabei und naja, haben wir dann umgedreht und haben gesagt, komm, wir nehmen auf alle Fälle den Angriff nochmal wahr und probieren das hier. Und ich muss wirklich sagen, Top-Messe. Also für uns ist es wirklich gut. Wir haben bisher gute Verkaufszahlen gehabt. Gerade heute ist, sage ich jetzt mal, die Hölle los. Ja. Und ja, Produkte lassen sich gut verkaufen. Gerade so im Reinigungsbereich siehst du doch, dass viele von den Leuten da noch irgendwie so ein paar Lücken irgendwie haben und da irgendwie noch Sachen suchen, wo sie besser mit reinigen können. Ja, und da habt ihr die Nische eigentlich hier gefunden, ne? Haben wir die Nische gefunden, genau. Wir haben komplettes Reinigungssystem in verschiedenen Größen, sage ich jetzt mal. Wir haben einen Halter, mit dem man gut arbeiten kann. Ja. Das gleiche haben wir in einer kleinen Guppi-Form, wo man gut in die Ecken mit reinkommt. Und der Vorteil von diesen ganzen Haltern auch ist natürlich, dass wir verschiedene Aufsätze haben. Wir haben so eine Art wie diese Schmutzradierer oder diese Zauberschwämme, wo man sie kennt, haben wir so eine Art Melaminpad und aber auch so ein Reinigungsvlies für gröbere Sachen. Für Punktalgen und sowas zum Beispiel. Punktalgen, ne? Ja. genau. Den Schwamm, den wir haben, diesen Melaninschwamm, den man kennt, ist halt ein Verbrauchsartikel. Wir haben den nochmal mit so einer Welle gewaffelt, damit er einfach in sich stabiler ist. Ja, von den normalen Schmutzradierern, den kennt man ja, die lösen sich dann irgendwann auf. Löst sich zerfallen, aus, ja, und hat ist dann- bei dem natürlich auch noch, aber der ist stabiler. Wenn du einen normalerweise so in der Mitte, dann würde der schon brechen. Durch diese Welle, wo wir haben, ist er noch mal um einiges stabiler. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, hey, wir müssen es noch ein bisschen weiterentwickeln. Da haben wir noch einen nächsten Schwamm entwickelt, gerade auch für Punktalgen. Das ist noch einmal, das ist der Krusty, nennt sich. Der ist sehr flexibel auch. Und der ist im Vergleich zu diesem Schmutzradierer noch einmal stabiler. Ja, stimmt, man merkt schon, ja, der ist. Hat auch eine längere Haltbarkeit und ja, kommt man auch und ist aber auch sehr flexibel, kommt man überall super in die Ecken rein. Den Schwamm verkaufen wir auch noch in andere Bereiche. Also damit kannst du genauso aufs Ceranfeld irgendwie gehen, Okay. im Heimbereich oder wenn du Verkalkung in den Duschen oder sowas hast, genauso optimal zu nutzen. Coole Sache. Ja. Ja. Ja, was wir noch haben, ist unser Mikrofasertuch in Verbindung mit dem Jojo. Das ist so aus der Historie geboren. Ja, es ist immer, meistens hat man immer einen Lappen irgendwie umhängen und weiß nicht immer wohin mit. Es ist sehr saugfähig. Also wenn man das hier jetzt in ein Wasserglas oder sowas, das nimmt von vorneweg ein Liter Wasser auf Okay. und sehr hohe Saugkraft. Und wenn man das hier neben am Gürtel hat man es immer parat. Man kann über die Scheibe drüber wischen, ja, und muss nicht über die Schulter schmeißen Ja, oder stimmt, so. ja. Sehr saugfähig, tolle Sache. Und das gleiche haben wir noch in einer etwas größeren Größe. Das sind dann hier die 40 x 80 cm. Die kann man dann zum Beispiel auf den Boden auslegen. Ah, genau, ja. Weil es ist ja meistens so, wenn man es reinigt, dann nimmt man die Steine oder die Sachen noch mal raus und legt sie irgendwie ab. Und Wenn damit du dann Laminat hast, dass du. Genau, Rolling, Laminat, Parkett ist sehr wasserempfindlich, hohe Saugkraft, Top-Ding und dann wird eher der Boden nicht irgendwie dreckig,
verschmutzt, nass. Ja. Fensterleder haben wir noch, hochwertiges, ein Magnet. Ja. Haben wir in 2 verschiedenen Größen. Das eine ist so 10 bis 15 mm Stärke, das andere ist für 15 bis 19 mm Stärke. Und auch da haben wir wieder die Pads dazu angepasst, die man dazwischen legen kann. Das ist auch wieder diese Melaminform. Und auch die andere Seite, die zum Kletten ist mit einem leichten Talkum besprüht. Und auch damit kann man an die Scheibe gehen zum Reinigen. Also man kann sowohl die eine Seite als auch die andere nutzen. Habt ihr bei mir letztes Jahr auf dem Kanal schon gesehen beim Outdoor-Aquarium, da habe ich euch den mal gezeigt. Könnte ich euch schon mal verlinken. Richtig, genau. Ja, dann haben wir mittlerweile noch... Wieder was Neues. Das ist was Neues, und zwar ist es ein Nano-Cleaner für ganz kleine Nanobecken. Weil da ist es gerade das Problem, selbst mit den Scheiben, mit den Magneten, auch wenn man kleinere Magneten hat, ist es unheimlich schwierig zu handhaben, dass man auch nicht an die Pflanzen oder an den Kies rankommt. Und hier, das ist eine leichte Biegung. Und auch das ist wieder zum Abnehmen dann, dieses Pad. Kann man hier abnehmen und ersetzen. Und damit kommt man auch super in die einzelnen Becken rein. Gerade auch für diese Dennerle-Becken, ne, mit den gewellten Scheiben. Richtig, genau, ja. Weil es sind ja auch meistens immer noch diese leichten Rundungen. Ja. Coole Sache. Ja, nicht zuletzt zum Schluss haben wir noch unser Futter. Ja, Futter, genau. Wo wir noch im Programm haben. Ich sag's mal so, Futter gibt's wie Sand am Meer. Und wir gehen den Weg ein bisschen auf die Nachhaltigkeit. Das bedeutet, man kann bei uns das Futter in einer Weichblechdose bestellen. Und ist gut verschlossen. Und die Dose kann man jederzeit immer wieder verwenden und dann später kann man solche Nachfüllpacks bestellen. Also das Plastik, hast du mal gesagt, ist auch biologisch abbaubares Plastik, das ist ne? Zellglas, das ist 100% biologisch abbaubar. Und ja, Nachhaltigkeit steht da bei uns ein bisschen im Vordergrund. Und ja, und dann haben wir so ein bisschen gemischt und haben auch ein bisschen uns von den Namen so ein bisschen was einfallen lassen. Also das eine heißt Veggie-Menü, das andere Insektensnack. Und auch die Marke, die wir nennen es Foodporn. Foodporn. Ja. Pieps. Ich glaube, wir müssen ja nicht piepsen. Okay, gut. Ja, und das haben wir auch noch für die Garnelen. Und ja, da haben wir eigentlich auch eine gute Produktauswahl und schön bunt. Ja. Kommt gut an. Und ja, wie gesagt, die Leute schauen ein bisschen auf Nachhaltigkeit und da kommt das Futter eigentlich ganz gut an. Ist ja wichtig, ja. Eine Sache noch, ihr habt noch Seifen im Angebot. Vielleicht sollst du dazu mal was sagen. Ich glaube, da haben wir noch auf der Hinterseite haben wir vergessen, glaube ich, ne? Genau, Seifen, das ist folgendes, wir kommen ja aus dem Odenwald und da arbeiten wir mit der Odenwälder Manufaktur zusammen und die wirklich die Seifen nur in biologischer Form herstellen. Also da ist keine Chemie oder sonstige Zusatzstoffe. Das bedeutet, gerade wenn man bevor man irgendwie mit dem Aquarium arbeitet, sollte man sicher die Hände waschen. Genau. Und das normale Handseifen, sage ich jetzt mal, die aus dem Automat kommen oder sowas, ist doch noch ein bisschen Chemie irgendwie mit drin. Und da hat man eine natürliche Seife, wäscht man sich ein bisschen die Hände. Die riechen auch noch wunderbar. Es gibt verschiedene mit Lavendelduft, es gibt auch noch eine Kaffeeseife und das Gleiche kann man auch gleich noch mit unter die Dusche nehmen und sich noch... Oder den Hund waschen. Oder den Hund waschen. Aber für den Hund haben wir sogar noch was extra, eine Hundfellseife. Habe ich auch schon ausprobiert, sehr zu empfehlen. Das ist eine Fellseife. Mal zeigen. Ja. Ist auch bei uns im Odenwald, da gibt es noch die Odenwälder Hanfmanufaktur. Und da sind Hanfextrakte drin und es ist unheimlich top gegen Zecken zum Beispiel. Also das hält Zecken ab, ja. Okay, das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Weißt du, dass es sehr gut riecht, habe ich schon ausprobiert. Ja, absolut, ja. Ja, coole Sache. Ja, so ist unsere Produktlinie so ein bisschen aufgebaut. Ganz ursprünglich kommen wir aus dem Schleifpapier, Schleifvliesbereich, wo wir auch tätig sind. Und da haben wir dann zum Beispiel, dadurch können wir auch Filtervlies liefern. Ne? Also das stellen wir alles selber her. Wir können die Dicken variieren, zum selber zuschneiden. Wir fertigen das in großen Jumbo-Waren und dann können wir alle möglichen Größen schneiden. Und das Gleiche ist auch für die ganzen Pads. Also wenn jetzt zum Beispiel einer eine Anfrage hat und sagt, ich habe einen großen Scheibenmagnet, aber ich habe keine passenden Pads-Aufsätze dafür.
könnten wir diese in allen möglichen Bereichen zuschneiden. Okay. Also wir sind sehr flexibel, wir gehen auch auf die Kundenwünsche ein und probieren halt immer irgendwie Lösungen zu finden, um irgendwie das Aquarium so sauber wie möglich zu halten. Das ist doch cool. Wie gesagt, ich verlinke euch mal den Link zu ihm in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal abchecken und mal kontaktieren. Jawohl. Du hast mir noch was zusammengepackt, hast du gesagt? Ich habe dir noch ein Paketchen mitgemacht, jawohl. Okay, da sind wir mal gespannt. Ja, schauen wir mal rein. Also, habe ich hier noch mal alle Produkte ein bisschen zusammengefasst. Von unserem Foodporn Fischfutter habe ich dir ein paar Sachen mitgegeben, so ein Insenten-Snack, auch was für Garnelen. Okay, cool. Die Seife, wo wir angesprochen hatten, von der du so begeistert bist. Ja. Habe ich dir verschiedene Kaffeeseife, Buttermilch Lemon, super vom Geruch her. Und dann natürlich noch die Fellseife. Für Gizmo, ja, perfekt. Genau, richtig. Gleichzeitig für den Gizmo noch ein Tüchlein zum Abtrocknen dann. Perfekt, ja. Und das gleiche Mikrofasertuch dann noch für die Aquarien noch zum Saugen. Und genauso die Halter noch, die verschiedenen, die wir haben. Da werde ich euch mal ein spezielles Video drüber machen und werde euch die Produkte auf jeden Fall nochmal zeigen. Jawohl, gut. Cool, ja, vielen Dank. Gut, wir hauen jetzt ab von der Messe. Okay, dann wünsche ich euch eine gute Heimfahrt. Ja, danke. Kommt gut heim. Euch auch noch eine schöne Messe. Danke dir. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, trotz der teilweise negativen Eindrücke hier auf der Messe, nächstes Jahr wird es auf jeden Fall besser. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao. Tschüss.